Der Doktorand Theo Thesis ist in der Endphase seiner Promotion. Die mündliche Prüfung ist kürzlich erfolgt und er hat sich bereits über die verschiedenen Optionen der Veröffentlichung und das weitere Vorgehen informiert. Durch das E-Tutorial Dissertation Wahl der Publikationsform, das man auf der Homepage der Unibib oder auf YouTube findet, wurde er in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Im Gegensatz zu seiner Freundin Paula Public, die online veröffentlicht, möchte er seine Dissertation gedruckt publizieren. Die Regularien zur Veröffentlichung sind in den Promotionsordnungen der Fakultäten vorgegeben. Detaillierte Informationen zu deren Umsetzung findet Theo auf den Webseiten der UB unter Forschung, wissenschaftliches Publizieren, Dissertationen. Dissertationen unterliegen einer Veröffentlichungspflicht. Die Anzahl der abzugebenden Exemplare wird durch die Promotionsordnung geregelt. Bei der Printvariante stehen 3 Publikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Zunächst gibt es den klassischen gebundenen Ausdruck, der über die UB verbreitet wird. Daneben gibt es die Möglichkeit einer Verlagspublikation. Außerdem kann man offensichtlich bei einigen Fakultäten einen oder mehrere Zeitschriftenartikel, der oder die vorab veröffentlicht wurden, als Dissertation einreichen. In diesem Fall und bei den Verlagspublikationen müssen 14 Exemplare in der UB abgegeben werden, während beim gebundenen Ausdruck die Anzahl fakultätsabhängig variiert. Theo Thesis hält sich die Vorteile der Printveröffentlichung noch einmal vor Augen. Für ihn ist es wichtig, ein Buch in der Hand zu halten und es jederzeit ohne technische Abhängigkeiten nutzen zu können. Von einem bereits promovierten Kollegen weiß er, dass bei gedruckten Dissertationen von Seiten der UB Verbreitungs- und Tauschwege an andere Bibliotheken sinnvoll festgelegt worden sind und weitere interessierte Bibliotheken das Werk über eine elektronische Tauschbörse namens LTAB direkt bestellen können. Entsprechend ist die Dissertation nach einiger Zeit in diversen Bibliothekskatalogen und Verbundsystemen nachgewiesen. Als nächstes beschäftigt sich Theo mit den Vorgaben seines Dekanats. Er weiß, dass die unterschiedlichen Fakultäten spezielle Promotionsordnungen haben, die eventuell durch Merkblätter ergänzt werden. Vorgegeben sind unter anderem die Gestaltung der Dissertationstitelseite, die Anzahl der abzugebenden Exemplare und in einigen Fällen auch das Format. Immer dann, wenn ein Verlag involviert ist, also sowohl bei Verlagspublikationen als auch bei sogenannten Vorabpublikationen, ist es wichtig, die Vertragsbedingungen frühzeitig schriftlich zu klären und um die Genehmigung der parallelen oder weiteren Veröffentlichung für die eigene Dissertation zu bitten. Vorabpublikationen bestehen aus einem oder mehreren Zeitschriftenartikeln, der oder die im Vorfeld veröffentlicht wurden. Diese können an bestimmten Fakultäten als Dissertation eingereicht werden, wie Theo es von einem befreundeten Doktoranden der medizinischen Fakultät weiß, der diesen Weg gewählt hat. Bei beiden Verfahren, also den Verlagspublikationen und den Vorabpublikationen, sollte idealerweise dem Verlag nur das einfache Nutzungs- und Verwertungsrecht eingeräumt werden, sodass jederzeit weitere Publikationen möglich sind. In Bezug auf die Gestaltung stellt Theo fest, dass bei Verlagspublikationen die Dissertationstitelseite vor der Verlagstitelseite und dem Impressum stehen muss. Zum Impressum gehört der D82-Vermerk. Bei Vorabpublikationen werden auf der Rückseite der Dissertationstitelseite bibliografische Angaben der enthaltenen Artikel genannt. Dies können der DOI, der Zeitschriftentitel, Verlag und Verlagsort sein. Zusätzlich muss auch hier der D82-Vermerk aufgeführt werden. Theo studiert die Vorgaben der UB. Er liest, dass die UB ein ausgefülltes Online-Formular benötigt, in das unter anderem Abstracts in deutscher und englischer Sprache eingetragen werden können. Zur rechtlichen Absicherung der Veröffentlichung dieser Abstracts benötigt die UB einen unterschriebenen Autorenvertrag im Original. Das gedruckte Exemplar darf das DIN A4-Format nicht überschreiten und muss immer stabil gebunden sein. Ring-, Spiral-, Draht- oder Klammerbindungen sind nicht zulässig. So, jetzt aber los, denkt Theo und betrachtet den Prozessablauf auf der ihm bereits bekannten Webseite zur Printveröffentlichung. Er lädt sich die Checkliste herunter, weil diese bestimmt im weiteren Verlauf noch hilfreich sein wird. Dann klickt er auf den Link Online-Formular. Zunächst muss sich Theo mit seiner TIM-Kennung einloggen. Er kann sich zwar an seine alte TIM-Kennung erinnern, weiß aber, dass diese nicht mehr gültig ist und schreibt deswegen eine Mail an pub.services@ub.rwth-aachen.de. Kurz darauf erhält er eine Informationsmail und gleich folgend einen Coupon für einen temporären Zugang.
Nach dessen Aktivierung muss mindestens eine Stunde vergehen, erst dann kann er sich einloggen. Theo gelangt auf die Seite Publizieren und Eintragen und wählt aus den aufgeführten Dokumenttypen PhD Thesis aus. Es öffnet sich ein Formular mit vielen Eingabefeldern, wobei die Pflichtfelder rot markiert sind. Infobuttons liefern nähere Informationen zu den einzelnen Kategorien. Theo sieht sich die einzelnen Eingabefelder genauer an. Der erste Pflichteintrag ist Relevant for RWTH Reporting. Die Voreinstellung Yes belässt Theo, weil er sich denken kann, dass Dissertationen zum Veröffentlichungsoutput der Hochschule gehören und dafür berücksichtigt werden müssen. Theo möchte seine Dissertation gedruckt veröffentlichen. Er klickt in das Feld Format und es öffnet sich eine Auswahlliste, aus der er bequem den Eintrag Print übernehmen kann. In das Feld Department trägt Theo den Lehrstuhl des ersten Berichters ein. Als er zu tippen beginnt, werden vom System verschiedene Einrichtungen vorgeschlagen. An dieser Stelle sind Eingaben von Institutskennziffern, Worten aus dem Institutsnamen oder Kurzbezeichnungen möglich. Der Doktorand wählt das passende Department aus. Aus der Checkliste, die Theo sich im Vorfeld heruntergeladen hat, weiß er, dass sämtliche auf der Dissertationstitelseite genannten Personen eingetragen werden müssen. Er gibt zuerst seinen eigenen Namen ein, kann ihn aber in der Vorschlagsliste nicht finden. Das wundert ihn nicht, da er bislang noch keine eigenen Publikationen verfasst hat. Hinter seinem Namen erscheint ein Extern, das vom System immer dann hinzugefügt wird, wenn kein sogenannter IDM-Satz existiert. Bei einem IDM-Satz handelt es sich um einen individualisierten Personennormsatz, der von der jeweiligen Person in RWTH Publications unter dem Punkt Mein Personennormsatz im Reiter Personalisieren selber angelegt werden muss. Um die Berichte einzutragen, tippt Theo in die nächste Zeile. Er beginnt mit dem Nachnamen des ersten Berichters, Mustermann, und bestätigt den angezeigten Vorschlag. Danach klickt der Promovent rechts auf das kleine Icon und es erscheint der Personendialog. Zunächst wählt er die Rolle Thesis Advisor aus und fügt bei der Institution RWTH hinzu, da er weiß, dass sein erster Berichter hier beschäftigt ist. Das gleiche Verfahren wiederholt Theo für die zweite Berichterin Svenja Vorlage. Nur braucht bei dieser das RWTH nicht ausgewählt zu werden, da sie an einer anderen Institution tätig ist. In das Titelfeld trägt Theo den Originaltitel seiner Arbeit ein. Da dieser Sonderzeichen enthält, die er mit LaTeX darstellen kann, findet er es praktisch, dass in der Preview der Titel in der umgesetzten Form erscheint. Die Sprache lässt sich im nächsten Feld über die Vorschlagsliste auswählen. Obwohl es keine Pflichtfelder sind, trägt Theo den Übersetzungstitel und dessen Sprache ein. Denn er kann sich vorstellen, dass die Auffindbarkeit seiner Arbeit bei der Recherche durch die Zweisprachigkeit optimiert wird. Die Angabe des Universitätsnamens muss von der Dissertationstitelseite übernommen werden. Hiervon wird nur abgewichen, wenn es sich um eine Verlagspublikation handelt. In diesem Fall wird RWTH Aachen University eingetragen. Über die Kalenderfunktion wählt Theo den Tag der mündlichen Prüfung aus und ergänzt in Publication Year das dazugehörige Publikationsjahr. Eigentlich möchte sich der Doktorand auf die Pflichtfelder beschränken. Allerdings denkt er, dass Grant Name und Subject Headings die Auffindbarkeit seiner Publikation unterstützen. In das Feld Grant Name gibt er daher den Namen des Finanzierungsprojektes ein, an dem er mit seiner Forschungsarbeit teilnehmen durfte. Aus der Checkliste weiß Theo, dass er einige Schlagwörter auflisten sollte. Er entscheidet sich für 5 aussagekräftige Begriffe, jeweils in deutscher und englischer Sprache. Die letzten Pflichtfelder müssen mit deutschen und englischen Abstracts ausgefüllt werden. Falls keine Abstracts veröffentlicht werden sollen, kann das Feld alternativ mit einem Bindestrich belegt werden. Theo hat seinen englischen Abstract ohnehin elektronisch vorliegen und möchte diesen auf jeden Fall publizieren. Er kopiert ihn hinein und bemerkt, dass die Absätze nicht aus der Vorlage mit übernommen werden. Daher kann er sie lediglich mit einem Leerzeichen im Fließtext trennen. Puh, geschafft, denkt der Doktorand und klickt auf Postpone.
um sich den Datensatz im Nachhinein noch einmal anzuschauen. Theo erhält eine automatisch erzeugte Systemmail mit einem Link zu seinem Eintrag und weiteren Informationen, wie beispielsweise zum Veröffentlichen von Forschungsdaten. Letzteres findet der Promovent für zukünftige wissenschaftliche Projekte interessant, folgt aber zunächst dem Link zu seinem Datensatz, um die Eingabe zu überprüfen. Hier entdeckt er tatsächlich, dass er ein wichtiges Schlagwort vergessen hat. Unten rechts ist ein Link zu finden: Modify this record. Diesen ruft er auf, gelangt in seine Eingabemaske und kann so das Schlagwort ergänzen. Auch wenn ihm ein Tippfehler auffällt, könnte er hier geändert werden. Nach den Änderungen speichert Theo seine Korrekturen über den Postpone-Button. Bevor Theo den Eintrag mit Finish and Release beendet und damit der UB übermittelt, lädt er sich noch schnell den Autorenvertrag für die Abstracts herunter und druckt ihn aus. Mit dem Autorenvertrag wird der Unibibliothek das Recht übertragen, die Abstracts im Internet zu verbreiten. Theo ist mit dem Inhalt des Vertrags einverstanden und beginnt ihn auszufüllen. Da er nicht mehr am Institut beschäftigt ist, gibt der Doktorand seine privaten Kontaktdaten an, um für eventuelle Rückfragen erreichbar zu sein. Weiterhin trägt er den Titel, die Dokumentart ein, hier in dem Fall Abstract, und auf der letzten Seite unterschreibt er den Vertrag mit Angabe von Ort und Datum. Von der Webseite für Printveröffentlichungen weiß Theo die Anzahl der abzugebenden Exemplare seiner Dissertation. Er hat nun entweder die Möglichkeit, einen Abgabetermin über den Terminplaner zu buchen oder die Unterlagen per Post zu schicken. Theo reserviert einen Termin, weil er sich darauf freut, die Dissertationsexemplare und den Autorenvertrag persönlich in der Unibibliothek einzureichen und die Empfangsbescheinigung zu erhalten. Diese Bescheinigung muss anschließend im Promotionsbüro seiner Fakultät abgegeben werden. Im weiteren Verlauf wird die Doktorurkunde vom Promotionsbüro mit dem Datum der Einreichung in der UB ausgestellt. Falls Sie Fragen haben oder etwas unklar ist, können Sie sich auch gerne an unseren Service im Bereich wissenschaftliches Publizieren wenden. Schreiben Sie eine E-Mail an pub.services@ub.rwth-aachen.de oder nutzen Sie das Termintool.